Ihr wollt euren Dachboden ausbauen, aber ungern in einem stockdunklen Zimmer sitzen? Verstehe ich. Hier hinter mir haben wir auch ein Dach, aber ohne Fenster aktuell noch. Und genau das machen wir jetzt zusammen. Wir planen, wir schaffen die Öffnung dafür und wir montieren das Dachfenster gemeinsam. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern schnapp mir den Experten. Und das ist Axel von Roto. Axel, was ist denn das Besondere an dem Dachfenster, das wir jetzt gleich einbauen? Für den Endkunden habe ich hier einen riesen Vorteil. Ich habe eine Einhandgriffbedienung, das heißt, ich habe ein Fenster gewählt, was 2 Funktionen hat, sprich eine Klappschwingenfunktion, und bin dann aber wie an der Fassade gewohnt mit einem Griff. Ich habe eine sehr hohe Energieeffizienz, das heißt, ich habe in einem Standardbereich schon einen U-Wert von 1,1 und das Fenster ist extrem pflegeleicht, weil ich habe halt ein Kunststofffenster. Und der Vorteil für den Verarbeiter ist, das Fenster ist komplett vorelementiert. Das heißt, der braucht nichts anschrauben, alle Winkel sind dran, der Wärmedämmlock ist dran, der Anschluss für die Dampfsperre ist dran. Perfekt. Die Frage ist aber trotzdem, ist es denn für jeden Dachstuhl geeignet? Also kann ich mir da die Größe noch selber aussuchen oder wie läuft das? Also grundsätzlich ist jeder Dachstuhl geeignet. Ich muss natürlich hier gucken, was habe ich für einen Dachstuhl? Was muss ich für Vorkehrungen treffen? Habe ich ein Widerlagerdach? Habe ich ein Sparrendach? Muss ich gegebenenfalls irgendwelche Wechsel einbauen? Muss ich zusätzlich das Dach abstützen? Also da sollte ich schon drauf achten. Okay, gut, aber das schaffen wir auf jeden Fall. Dann werden wir natürlich jetzt erstmal diese Öffnung dafür herstellen. Und das klingt wahnsinnig aufwendig. Wie aufwendig ist denn so eine Maßnahme? Eigentlich ist es gar nicht aufwendig. Wir haben hier ein Fenster gewählt, was 74 cm breit ist und 1,20 Meter lang, 1,18 Meter respektive. Und ich muss hier einfach gucken, dass ich hier eine vernünftige Kopffreiheit habe von 2 Metern. Ich muss bei der Öffnung gucken, dass ich eine Brüstungshöhe einhalte, die vorgegeben ist. Und dann messe ich mir die 2 Meter, die habe ich gerade schon angemessen. Von dem Punkt aus messe ich jetzt einfach mal 1,20 Meter runter und kann jetzt hier mal ein Loch reinschneiden und gucken, muss ich hier unten noch ein Wechselholz einziehen, muss ich nach links und rechts noch ein Füllholz einbringen. Und wir zeigen euch jetzt, wie es geht. Also ich arbeite mich jetzt mal von innen nach außen durch. Ich nehme erstmal die Gipskartonplatten weg. Ich weiß ja noch nicht genau, was mich da erwartet. Eine Dampfsperre, Dämmung, eine Unterspannbahn und dann Ziegel. Also alles von innen nach außen mache ich mir erstmal die Öffnung fertig. Hat sich um die Öffnung gekümmert, das heißt, wir können mit dem Einbau des Fensters starten. Wie gehen wir jetzt hier Schritt für Schritt vor? Also ich habe hier mal die Komponenten zurechtgelegt. Wir fangen an mit dem Außenanschlussset, um die winddichte und regendichte Ebene herzustellen. Wir haben das eigentliche Fenster, was ich einlegen kann, das wird dann fixiert. Wenn das Fenster ausgerichtet ist, kommt der Einlegrahmen, der verkleidet die ganze Geschichte drumherum. Darauf kommen dann die Ziegel, die eingedeckt werden müssen. Und zu guter Letzt bauen wir auch noch einen Außenrolladen hier in der Version Solar ein. Und bei jeder Komponente habe ich eine Montageanleitung dabei, wo ich mich durchhangeln kann und Fehler vermeide zum Einbauen. Super, dann gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt vor und starten mit dem Außenanschlussset. Du siehst ja, wir haben 2 kurze und 2 lange Bleche. Ich nehme mir ein langes, ein kurzes, lege die übereinander und schiebe die so weit zusammen, bis ich die gewünschte Länge habe. Und dann fixiere ich die an den Lattenköpfen. Und wenn ich das gemacht habe, auf beiden Seiten nehme ich das Klebeband und schaffe hier eine Verbindung zum Sparrenetz. Wir kommen endlich zum Herzstück, unserem Fenster. Und natürlich bekommen wir hier wieder eine Montageanleitung von unserem Profi. Ja, ich will einmal auf die Vorteile eingehen, die der Verarbeiter an dem Fenster hat. Du siehst von außen keine sichtbaren Schrauben. Du siehst, wenn ich das mal zeigen darf, an der Seite so eine Schlaufe. Damit kann ich das Fenster tragen oder aber auch, wenn das Fenster größer ist und schwerer, kann ich mittels Kran in die Dachfläche einheben. Ja, dann siehst du umlaufend einen Wärmedämmblock. Das ist werksseitig vorgesehen. Alle Winkel, die ich zur Montage des Fensters habe, sind werksseitig vorgesehen. Zudem haben wir dann auch noch eine Anschlussschütze für die luftdichte Ebene. Die ist auch am Fenster dran. Und ich könnte das Fenster jetzt nehmen und so in die Öffnung reinlegen, also auf die Latten, die ich vorgerichtet habe, und komplett verschrauben. Kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, und zwar ist das Fenster werksseitig foliert. Das heißt, wenn wir fertig sind, kann ich die Folie abziehen und habe wirklich ein sauberes Fenster. Jetzt
widmen wir uns dem Eindeckrahmen. Was brauchen wir dafür? Also bevor wir an den Eindeckrahmen rangehen, müssen wir das Fenster zwingend von außen nochmal verkleben, damit wir da auch wirklich die winddichte Ebene herstellen können. Dann gehen wir an den Eindeckrahmen und beginnen mit dem unteren Eindeckrahmenblech. Dieses Blei, was hier dran ist, wird schön an die Ziegel angeformt. Der nächste Schritt wäre oben drüber ein Regenabweisprofil einzukleben, damit, wenn über dem Fenster irgendwann mal ein Ziegel zu Bruch geht und Wasser eintritt, damit das am Fenster links oder rechts abgeleitet werden kann. Dann kommt das obere Eindeckrahmenblech und zu guter Letzt das Flügelabdeckblech. Und dann sind wir mit dem Fenster soweit fertig. Wir kommen zum großen Finale und bringen den Rollladen an, der solarbetrieben ist. Da natürlich die Frage, wie montiere ich den, damit ich auf Wunsch auch abdunkeln kann? Ganz einfach. Hier sind 2 Halterungen für die Führungsschienen. Die montiere ich als allererstes. Wenn ich die montiert habe mit den Schrauben, die dabei sind, nehme ich den Rollladenkasten, setze den oben auf das Flügelabdeckblech. Auch da fixiere ich den Rollladenkasten mit 4 Schrauben. Danach bringe ich die Führungsschienen mit dem Rollladenkasten zusammen. Die werden mit 2 Sicherungsschrauben festgemacht. Zu guter Letzt kommt der Akku, den ich oben einfach nur einstecke. Dann ziehe ich den Rollladen quasi raus, dass der einmal aktiviert ist. Und nehme dann meinen Wandfunktaster, der werkseitig eingelernt ist, und kann den Rollladen dann sofort rauf und runter fahren lassen. Das Fenster sitzt, aber so richtig fertig sind wir ja noch nicht. Was müssen wir jetzt noch tun? Wir haben bei dem Fenster im Lieferumfang diesen Zusatzwärmedämmlock. Den werde ich hier jetzt noch einarbeiten. Dann sind wir an der Stelle soweit fertig, dass das Nachgewerk hergehen kann und kann hier die Dämmung auffüllen und die luftdichte Ebene an unseren Kragen anschließen. Okay, und dann können wir jetzt über die Funktionen des Fensters sprechen. Was genau kann das Fenster alles? Was kann das Fenster? Ich kann also mit dem Griff das Fenster in die Klappstellung bringen. Ja? Ich kann mit diesem einen Griff das Fenster in die Lüftungsstellung bringen. Und ich kann mit dem Griff das Fenster in die Putzstellung bringen. Das arretiert selbstständig hier in diesen Riegel ein. Wenn ich fertig bin mit dem Putzen, drücke ich hier einfach drauf und hole das Fenster zurück. Das ist wirklich richtig praktisch. Und jetzt habe ich aber auch noch Erweiterungsfunktionen im Nachhinein. Was bedeutet das? Also Erweiterung heißt, ich könnte zum Beispiel den Griff austauschen gegen abschließbaren Griff. Ich kann Innenzubehör, Verdunklungsrollo, Jalousette, und ich kann auch das Fenster noch justieren, wenn der Bedarf da ist. Okay. Das bedeutet, ich lasse dich noch mal wirklich finalisieren und fasse noch mal kurz zusammen. So schnell und einfach bekommt ihr Licht ins Dunkel, wo vorher keines war. Mit Roto bekommt ihr montagefreundliche neue Dachfenster, die sich an eure Wohnverhältnisse und Anforderungen und natürlich auch an euer Dach anpassen. Und über die neuen Dachfenster freut sich auch der Geldbeutel, besonders natürlich über die super Energiebilanz. Und das Tolle ist, ihr habt maximalen Bedienkomfort im Alltag. Also scheut euch nicht vor dem Ausbau eures neuen Dachbodens, denn ganz ehrlich, es lohnt sich. Wir sehen uns auf der nächsten Baustelle. Ich freue mich auf euch.